Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Es gibt ja verschiedene Designprinzipien, die du beim Komponieren deiner Bildidee berücksichtigen kannst. Zum Beispiel die Farbe im Bild, die Linienführung, die Dynamik oder der Rhythmus und auch die Tonwerte. Als Tonwerte bezeichnet man dabei die graue Stufe der Farbe. Das heißt also, wenn du dir deine Farbe in Schwarz-Weiß vorstellst, dann erhältst du die Tonwertstufen. Wenn du dein Bild tonwertig aufbaust, dann gelingt es dir, durch starke Kontraste direkt im Bildfokus eine besonders spannende Bildaussage zu treffen. Es ist meiner Meinung nach dabei sehr wichtig, dass man den richtigen Tonwert einer Farbe sofort beim ersten Mal mischen erwischt und souverän aufs Papier bringt. Man kann natürlich im Aquarell immer nochmal und nochmal überlasieren, aber ich finde, das Bild wird dann immer fester und die Lockerheit geht ein wenig verloren. Hier kommt im Video also gleich eine Übung zum richtigen Mischen der Tonwerte und danach male ich ein tonwertbasiertes Aquarell. Warum ich vor dem Malen immer diesen Gesichtsausdruck habe, erfährst du auch im Video. Viel Spaß damit! Bevor ich gemeinsam mit dir eine Tonwertkarte erstelle und später im Film auch ein tonwertbasiertes Motiv male, möchte ich erst einmal untersuchen, wie verschiedene Aquarellmaler mit den Tonwerten umgegangen sind. Hier siehst du ein Aquarell von Anders Zorn von 1887 und es ist sehr schön zu sehen, wie er im Zentrum des Bildes, im sogenannten Fokuspunkt, die Tonwertkontraste in die Höhe schraubt. Am besten kannst du große und auch kleinere Tonwertgruppen identifizieren, indem du mit den Augen leicht blinzelst. Versuch mal auf das Bild zu schauen mit halb geschlossenen Augen. Und spätestens dann wirst du sehen, wie sich hier in diesem Bereich die Kontraste erhöhen. Ein ganz wichtiges Hilfsmittel, um das noch deutlicher zu erkennen, ist ein einfacher weißer Papierkarton mit einem kleinen Guckloch darin. Bei mir sind das jetzt hier ungefähr 2 x 1,5 cm. Und wenn ich das jetzt hier auf das Bild drauflege, kann ich mit diesem Ausschnitt noch einmal deutlicher die Tonwerte erkennen. Hier auch wieder die Augen zum Blinzeln zusammendrücken und einmal diesen kleinen Bildausschnitt mit zum Beispiel diesem Bildausschnitt vergleichen. Immer dabei blinzeln. Auch hier gibt es ja schon einen Kontrast. Auf dem Weg des Blickes zum Bildfokus hin gibt es hier einen geringfügigen Tonwertkontrast, aber der stärkste Tonwertkontrast ist hier im Zentrum. Alles, was außerhalb des Zentrums sich befindet, ist tonwertig abgestuft und hat nicht so einen starken Kontrast wie hier. Wir haben also große Bereiche im Bild, die tonwertig weiche Übergänge haben und einen sehr kleinen Bereich, der demnach dann auch den Bildfokus bildet, wo der Tonwertkontrast auf die maximale Möglichkeit hochgeschraubt ist. Auch dies, ein sehr bekanntes Aquarell von Anders Zorn, arbeitet mit diesen Tonwertkontrasten. Hier ist es viel subtiler gemacht. Wir können wieder gemeinsam blinzeln und sehen natürlich die sehr dunklen Formen hier in den Haaren der beiden Mädchenköpfe. Aber mein Augenmerk geht jetzt dahin, wie er die Randbereiche des Bildes tonwertig abmildert, um den Blick des Betrachters über diesen hellen Tonwert direkt nach oben zu den Köpfen der Mädchen zu schicken. Wir haben hier in diesem hellen Morgenmantel diesen hellen Tonwert und im gleichen Morgenmantel hier die Tonwertstufe 1,5 Schritte dunkler. Und diese dunkleren Tonwerte hier ziehen sich durch den gesamten Randbereich des Bildes. Nirgendwo gibt es einen besonders dunklen Tonwert und nirgendwo gibt es einen besonders hellen Tonwert. Dieses Bild ist gemacht wie eine Vignette. Der gesamte Randbereich ist abgemildert und die stärksten Kontraste gibt es hier im Bildfokus. Das sind hier relativ starke Hell-Dunkel-Kontraste, die wir hier so nicht finden. Sehr subtil gemacht, nicht so deutlich wie im ersten gezeigten Bild, aber dennoch gerade in der Gestaltung der Randbereiche wirklich sehr eindrucksvoll.
Ein drittes Bild möchte ich dir noch zeigen. Das ist ein Aquarell von Joseph Spookwich, ein Aquarellkünstler aus Australien. Wir haben hier ein fast monochromes Aquarell, welches auch unglaublich subtil die Tonwerte genau dort kontrastiert im Bild verwendet, wo der Blick des Betrachters hingeleitet werden soll. Wenn wir wieder gemeinsam blinzeln, dann haben wir in diesem Bereich die stärksten Tonwertkontraste. Wir haben einen sehr dunklen Tonwert hier und einen sehr hellen Tonwert hier. Im gesamten äußeren Bereich des Bildes, wo ja auch viel Aktion stattfindet, die Pferde hier vorne sind weiße Pferde, aber im gesamten äußeren Bereich ist der Tonwertkontrast nicht so stark wie im Bildfokus. Hier bei den weißen Pferden zu dem Hintergrund gesehen, wir wollen wieder gemeinsam blinzeln, sehen wir, obwohl es sich ja um weiße Pferde handelt, einen relativ geringen Tonwertunterschied. Hier ist der Unterschied viel stärker. Große Bereiche des Bildes, hier im Bildeintritt, im Bildvordergrund, sind in einer einzigen Tonwertstufe gemalt. Und hier in der gesamten linken Hälfte des Bildes ist auch der Tonwertkontrast sehr nah beieinander, sodass ich zwar Einzelheiten erkennen kann, aber mein Auge hingeleitet wird zu diesem Bildbereich. Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie wichtig die Tonwerte für eine gelungene Bildkomposition sind, stellt sich die Frage, wie kann ich meine Aquarellfarben in verschiedenen Tonwerten anmischen. In meinen Präsenzkursen beginne ich den Unterricht häufig mit dem Erstellen einer sogenannten Tonwertkarte. Hier geht es darum, 3 Aquarellgrundfarben auszumischen und verschiedene Grauwertstufen hier auf dieser Karte einzutragen. Wir wollen diese Übung jetzt hier gemeinsam machen, bevor ich im zweiten Teil des Videos ein tonwertbasiertes Aquarell male. Ich möchte gern die Tonwertschritte in 7 Unterteilungen vornehmen, deshalb teile ich mir mein Blatt jetzt hier in 7 Felder ein. Das Format hier dieser Karte ist ungefähr DIN A6. Ich teile sie hier zur Hälfte durch und hier zur Hälfte durch. Diese Hälfte wird nochmal halbiert und auch im unteren Bereich gibt es hier diese Unterteilung. So entstehen 7 Fächer. Ich nummeriere die jetzt mal hier durch. Erste Fach, zweite, dritte, das vierte geht einmal quer rüber, 5., 6., 7. Fach. Die erste und eine sehr wichtige Tonwertstufe ist das ganz helle Papier, also man kann sagen das Papier weiß. Wir arbeiten traditionellerweise im Aquarell keine großen Flächen mit weißer Farbe aus, sondern versuchen da, wo es besonders hell sein soll auf dem Papier, das Weiß des Papiers als Tonwert zu nutzen. In dieses Fach trage ich mir jetzt die 3 Grundfarben ein, mit denen ich gleich diese Übung ermischen möchte. Die erste Grundfarbe ist das Ultramarin Feinst von Schminke. Die zweite Grundfarbe Sienna gebrannt, bei mir von der Firma Winsor & Newton. Und als dritte Grundfarbe verwende ich Alizarin Karmesin Alizarin Crimson, auch von Winsor & Newton. Mit diesen 3 Grundfarben mische ich mir ein neutrales Grau und versuche, die Helligkeitsstufe des Graus bis hin zu einem fast Schwarzton im 7. Fach zu verändern. Für jedes Fach werden jetzt alle 3 Farben zusammengemischt. Ein besonders farbneutrales Grau erreichst du, wenn du ungefähr 70% Ultramarinblau verwendest, knappe 30% Sienna gebrannt und homöopathische Dosis, also ganz wenig vom Rot dazu gibst. Hier im Tonwertfach Nummer 2 möchte ich mit sehr viel Wasser einen sehr hellen Tonwert eintragen. Ich spreche dabei immer gerne von getöntem Papier und diese ganz leichten Tonwerte verwende ich in den sonnigen Bereichen meiner Aquarelle sehr häufig. Tonwertstufe 3 soll jetzt einen Schritt dunkler werden. Ich addiere hier in meine vorherige Farbpfütze jetzt alle Pigmente und versuche wieder den gleichen neutralen Grauton zu erzeugen, aber eine Stufe dunkler. In der 4. Tonwertstufe erhöhe ich die Pigmentmenge in der Farbpfütze weiter. Je dunkler ich mit der Aquarellfarbe werden möchte, umso mehr Pigment muss ich hier in meine Farbpfütze hineingeben. Die Konsistenz der Farbe ändert sich dabei von sehr wässrig über
die Konsistenz von schwachem Kaffee hin zu einem schönen Kaffeecrema und in den folgenden Tonwertschritten könnte man sagen zu einer sahnigen Konsistenz bis hin zu flüssigem Honig. Immer werden alle 3 Grundfarben verwendet. Bei dieser Übung ist es sehr wichtig, dass du in das einmal angelegte Fach nicht mehr hineingehst, um die Farbe noch zu korrigieren. Es geht darum, schnell und zügig deinen gewählten Tonwert aufs Papier zu bringen und darin auch Sicherheit zu erlangen. Für den 5. Tonwertschritt gehe ich jetzt nicht mehr mit dem Pinsel ins Wasserglas, denn hier in meiner Farbpfütze liegt bereits genügend Wasser. Es wird jetzt nur noch Pigment hineinaddiert, um die Pfütze wieder etwas sämiger und cremiger zu erhalten. Du siehst also, alle 3 Grundfarben werden nach wie vor verwendet, aber die Farbpfütze wird immer dicker und die Farbe wird immer dunkler. Das 7. Fach ist immer eine Herausforderung. Das ist jetzt die Konsistenz von Honig und möglichst aber noch so viel Wasser in der Mischung haben, dass sich immer noch ein geschlossenes Feld ergibt, aber jetzt mit einem sehr dunklen Farbton. Diese Mischübung ist meiner Meinung nach enorm wichtig, wenn du lernen möchtest, deine Aquarellfarben gut zu beherrschen. Hier sehen wir eine Tonwertkarte, die mit dem Farbton Neutraltinte ausgemischt ist. Das ist ja ein schwarzes Pigment, vergleichbar mit Payne's Grey. Auch das ist natürlich möglich für eine graue Abstufung. Ich finde aber erstens diese Mischübung sehr interessant, aus diesen 3 Grundfarben wirklich ein neutrales Grau zu mischen. Und außerdem sind die selbstgemischten Grautöne natürlich viel, viel schöner, weil sie doch immer ein wenig in eine bestimmte Farbrichtung changieren oder aber hier auch Spuren der eigentlichen Farben noch zu erkennen sind. Und das sind für mich die schöneren Grautöne, als wenn ich jetzt ein reines Schwarz aus der Tube verwende. Versuch gern auch eine Tonwertkarte mal mit Gelb oder Rot zu ermischen. Da wirst du sehen, es gibt vielleicht nicht so viele mögliche Tonwertstufen, aber ein Gelb sollte zum Beispiel in 5 Tonwertstufen auch auf alle Fälle darstellbar sein. Wie kann ich nun jetzt in einem Bild oder draußen, wenn ich vor Ort male, die korrekten Tonwerte ermitteln? Hier rate ich dir, wie schon eingangs gesagt, unbedingt zum Blinzeltest. Wenn wir jetzt dieses kleine Interieur betrachten, das möchte ich auch gleich noch ins Aquarell umsetzen, können wir sofort sehen, dass der größte Tonwertkontrast hier oben auf dem Tisch mit den Objekten auf dem Tisch und der ganz hellen, von der Sonne beschienenen Tischfläche gut zu sehen ist. Wir haben dunkle Tonwerte hier im Bildeingang, im Vordergrund und helle Tonwerte oben im Bereich des Fensters. Wir könnten jetzt versuchen, im Foto die Tonwerte einmal zu nummerieren. Tonwertstufe 1, Papier weiß, wäre zum Beispiel hier innerhalb des Fensters zu sehen und natürlich auf der Tischplatte. Um zu sehen, ob die Wand jetzt Tonwertstufe 1 oder 2 ist, würde ich wieder mit meinem kleinen Kästchen arbeiten. Hier könnte der Ausschnitt etwas kleiner sein, so könnte ich noch besser schauen, ob dieser Tonwert hier genauso hell ist wie dieser oder vielleicht doch eine Stufe heller. Für mein Aquarell wird es mit Sicherheit besser sein, wenn die Wand eine Stufe dunkler ist, weil ich dann hier in diesem Bereich auch noch eine sehr subtile Änderung des Tonwertes hätte und damit die Räumlichkeit noch besser darstellen kann. Ich notiere mir hier also Tonwertstufe 2 für die helle Wand und vielleicht hier auch. Für die dunklen Bereiche der Wand würde sich die Tonwertstufe 3 anbieten. Eindeutig ist diese Fläche hier oben dunkler als zum Beispiel diese Fläche. Das kann man gut sehen. Und hier von diesem Grau zu diesem Weiß der Tischplatte ist doch ein deutlicher Tonwertsprung. Hier sind die Tonwerte wieder relativ unklar oder sagen wir nah beieinander in der Tischdecke zu der Wand dort hinten. Und hier hätte ich wieder die Möglichkeit, die Tonwertstufe nach unten etwas zu erhöhen, also hier mit einer 4 zu arbeiten und die Tischdecke dann mit einer Tonwertstufe 3 zu malen und so den Tisch optisch nach vorne zu bringen und gleichzeitig eine gute Abgrenzung zur hinteren Wand zu erreichen. Als nächstes kommt eine Frage an dich. Was meinst du, in welcher Tonwertstufe siehst du den vorderen Bereich der Tischdecke?
Hier liegt die Tischdecke ja im Schatten, es kommt also kein Licht hin und man kann, glaube ich, ganz gut sehen, dass dieser Bereich dunkler ist als dieser Bereich. Um aber diesen Tonwert genau bestimmen zu können, würde ich wieder blinzeln und vor allen Dingen die Kante zum hellsten Tonwert, diesen Bereich, versuchen genau zu sehen. Wenn wir jetzt hier unseren Bildausschnitt herlegen, sehen wir deutlich, dass diese Tonwertstufe dunkler sein muss als diese. Und zwar mindestens, finde ich, um eine Tonwertstufe, wenn nicht sogar um 2 Tonwertstufen. Also diese Fläche ist eine relativ dunkle Fläche, verglichen mit allem, was wir bisher uns angeschaut haben. Und da vertut sich unser Auge häufig. Diese Fläche wird häufig zu hell gemalt. Es ist eine helle Tischdecke und unser Gehirn hat es schwer, dann den richtigen Tonwert im Schatten wirklich zu erkennen. Ich trage mir hier eine 4 bis 5 ein. Das ist das, was ich hier als Tonwert sehe. Die anderen dunklen Tonwerte sind wieder relativ einfach. Im Stuhl haben wir in den hellen Bereichen vielleicht eine Tonwertstufe 6 und im dunklen Bereich, das sind hier die dunkelsten Stellen, da würde ich dann laut Tonwertkarte wirklich zum dunkelsten Ton greifen. Interessant ist noch der Bildvordergrund hier mit dem relativ dunklen Tonwert. Ja, man kann sagen, das ist bestimmt noch eine Tonwertstufe dunkler als die Tischdecke. Aber wir sehen, die Tischdecke ist eben schon relativ dunkel. Wenn wir zum Beispiel den Tonwert der Tischdecke vergleichen mit dem Fußboden hier unten, können wir ganz schön sehen, wie der Unterschied ist. Hier unten würde ich also eher mit einer 3 arbeiten und dann im Verlauf des Bodens über die 4 zu einer 6 hier unten ankommen. Die 6 wäre hier gut, denn die Stuhlbeine in der 7 sollen noch etwas dunkler sein. Die Objekte hier oben sind natürlich dunkel, also werden auch in Tonwertstufe 7 gemalt. Wir haben aber hier noch einen schönen Verlauf. Hier ist es deutlich heller und hier im Gegenlicht an der vorderen Seite ist dieser Topf besonders dunkel. Also hier kann ich auch wieder mit meinen Tonwerten spielen. Hier vielleicht eine 5, hier eine 7 und oben die Lichtkante könnte ich das Papierweiß stehen lassen. Es ist wichtig, bevor man mit dem Aquarellieren loslegt, die Tonwerte wirklich genau zu bestimmen und für sich zu klären, welches sind die Tonwerte im hellen Bereich zwischen 1 und ungefähr 4. Das ist immer der Tonwertbereich, den ich im ersten Farbauftrag male. Ich werde das gleich im Bild zeigen. Ich überziehe das gesamte Bild mit den hellen Farben. Auch die Dinge, die später noch dunkler in Tonwertstufe 5 bis 7 aufgemalt werden, werden zunächst mit einer hellen Farbigkeit quasi grundiert. So habe ich eine geschlossene Grundierung über das gesamte Bild und später werden dann bestimmte Teile noch einmal überarbeitet mit den dunklen Tonwerten und die helleren Tonwerte bleiben stehen und das Bild bekommt Plastizität und Tiefe. Soweit meine Vorüberlegungen und jetzt starten wir mit dem Aquarell. Ich werde jetzt in meinem Aquarell wieder mit den 3 Grundfarben arbeiten, die wir vorhin auch für die Tonwertkarte verwendet haben. Das ist Ultramarin Feinst, Sienna Gebrannt und Alizarin Karmesin. Es ist aber schön jetzt in diesem Fall, wenn ich nicht in einem völlig neutralen Grauton arbeite, sondern durchaus die warmen und kalten Möglichkeiten dieser Graumischung auch im Bild verwende. Das heißt, ich werde gelegentlich mit bläulicher Dominanz oder auch mit bräunlicher oder rötlicher Dominanz arbeiten. Mein Tonwertplan liegt hier links oben und dementsprechend brauche ich jetzt die Flächen nur noch auszufüllen. Ich beginne mit Tonwertstufe 2 und spare die ganz hellen Stellen jetzt dabei aus. In der Wand hatte ich mir vorgenommen, Tonwertstufe 2 zu malen, damit hier auch zum Tisch hin ein Tonwertunterschied ist. Hier die Töpfe kann ich schon mit dunkler Farbe übermalen. Und die Wand variiere ich in der Farbtemperatur ein wenig von warm nach kalt, achte aber darauf, dass die Tonwertstufe 2 durchgängig erhalten bleibt. Auch hier deute ich schon einmal die Topfform an. Ich will diese Lichtkante hier oben behalten. Das ist schon der Schatten. Und hinter dem Tisch erhöhe ich den Tonwert, das heißt, ich erhöhe die Cremigkeit meiner Mischung und versuche, Tonwertstufe 3, fast 4 zu ermischen.
um nachher den Tisch dementsprechend leuchtend zu haben. Aber das ist, glaube ich, die Wand generell ist eventuell später nochmal zu überarbeiten in einem zweiten Farbauftrag. Die Tischfläche bleibt weiß und hier gibt es schon einen Tonwert in Richtung der Stufe 3 und vorne die Tischdecke noch etwas dunkler. Der Stuhl ist ganz dunkel, wird nachher komplett neu gemalt. Und der Fußboden etwas heller als die Wand dahinter. Relativ hell im mittleren Bereich. Und jetzt wird der Tonwert abgedunkelt nach vorne hin, um die Räumlichkeit auch zu unterstützen. So, du siehst, ich habe die Tonwertstufen 1, Papierweiß, 2, 3 und Teile der 4 angelegt. Dieser gesamte Tonwertbereich ist überhaupt noch nicht gemalt. Der kommt dann im zweiten Farbauftrag oben drüber. Und wenn ich noch bestimmte Tonwertsprünge deutlicher zeigen will, dann würde ich auch mittlere Bereiche, also Tonwertstufen 3 oder 4, noch einmal überarbeiten. Das sehen wir dann gleich im zweiten Farbauftrag. Bevor ich weitermale, muss das Bild komplett trocknen. Ich verwende jetzt hier einen Föhn und dann geht es weiter mit den dunkleren Tonwertstufen. Um meine hintere Wand gegen den Tisch noch besser abzugrenzen, überziehe ich diese Fläche mit einem nicht zu dunklen Grau, Tonwertstufe 3 bis 4, noch ein zweites Mal. Nach unten hin variiere ich mit einem noch etwas dunkleren Wert. Jetzt übermale ich auch die vordere Seite der Tischdecke noch mit einem nicht zu dunklen Grau. Muss gar nicht mehr so viel sein, weil ich schon relativ dunkel im ersten Farbauftrag gemalt habe. Hier im unteren Bereich sehe ich auf meinem Referenzfoto noch einen stärkeren Tonwertsprung von Fußboden zu Tischdecke. Also hier male ich die Tischdecke noch etwas dunkler als hier oben. Die hellen Falten hole ich jetzt hier aus der noch nassen Farbe direkt heraus. Und einige dunkle Akzente setze ich zwischen die hellen Formen. Auch hier auf der linken Seite füge ich ein paar Falten ein. Als nächstes male ich die sehr dunklen Tischbeine und den Stuhl. Und hier werde ich zunächst konsequent in der Tonwertstufe 6 bis 7 arbeiten und dann später im Detailarbeitsschritt noch ein paar Helligkeiten wieder herauswaschen. Jetzt mische ich mir diese cremige Konsistenz, die wir vorhin bei der Tonwertkarte geübt haben. Nicht mehr ganz so viel Wasser ist in der Mischung, aber sehr viel Pigment. So, hier hinten sehen wir noch ein Tischbein und ein Stuhlbein. Nun füge ich noch Schatten für die Tischbeine an. Die sind auf dem Foto gar nicht so sehr präsent, aber ich möchte die Lichtsituation noch ein bisschen deutlicher darstellen. Hier löse ich mit Wasser ein bisschen an, dass es diffus wird.
Gleichzeitig möchte ich im Vordergrund noch eine Tonwertstufe dunkler setzen, um noch deutlicher zu zeigen, dass es vorne im Vordergrund häufig etwas dunkler und etwas kräftiger, könnte auch sagen etwas wärmer in der Farbe ist, als jetzt weiter hinten im Raum. Schatten lösen sich wieder ein bisschen an, das ist schön. Hier kann ich ganz subtil noch eine kleine Tonwertverschiebung einbauen, um zu zeigen, wo die Wand hier endet. Und auch diese kleine Ecke, die dort angedeutet ist, finde ich eigentlich sehr schön. So, jetzt bleibt mir noch hier im Bildfokuspunkt die Objekte etwas dunkler zu malen. Und hierfür verwende ich jetzt wieder diese cremige Farbmischung, alle 3 Grundfarben zusammen mit wenig Wasser. Hier könnte ich jetzt auch die Farbigkeit natürlich variieren, denn das ist mein Bildfokus und das ist vielleicht schön, wenn es jetzt hier nicht 2 vollkommen gleiche Objekte gibt. Ich nehme jetzt hier etwas mehr Blau mit hinein in diesen Krug. Im letzten Arbeitsschritt würde ich wieder Details einfügen, Helligkeiten herauswaschen. Für mich ist immer wichtig, dass dieser Schritt erst relativ spät im Bild erfolgt, dass man also beginnt mit den großen Formen, geschlossenen Tonwertgruppen und dann für die Details nochmal im letzten Arbeitsschritt jetzt hier wieder zeichnerische Helligkeiten herausholt. Im Stuhl kann ich jetzt hier sehr schön die verschiedenen Winkel der Holzleisten mit feinen Tonwertabstufungen darstellen. Für mich funktioniert das hier viel besser, als wenn ich zu früh helle Stellen im Stuhl stehen lasse. Lieber später auswaschen und durch diese zeichnerischen Elemente jetzt wieder Details zurückholen. Wenn wir jetzt nochmal unser Foto mit dem fertigen Aquarell vergleichen, können wir sehen, dass die Tonwertstufen ungefähr eingehalten worden sind. In der Wand hinter dem Tisch habe ich ein bisschen dunkler gemalt, um den Tisch als Hauptobjekt im Bild noch mehr in den Fokus zu rücken. Wir haben hier einen höheren Tonwertsprung als auf unserem Foto und auch in diesem Bereich ist im Bildfokus der Kontrast etwas aufgedreht. Du siehst also, der genaue Plan für das zu erstellende Aquarell ist wichtig, damit ich dann in relativ zügigen Schritten malen kann und mein Bild durch die verschiedenen Tonwertstufen interessant und lebhaft erscheint. Ich hoffe, du hattest mit meinem Übungsfilm zum richtigen Erkennen der Tonwerte Freude und Spaß und probierst es jetzt selbst auch einmal aus. Es gilt, die Tonwerte bei deinem nächsten Bild richtig zu erkennen und dann auch nach deinem eigenen Ermessen zu verändern, damit deine Bildaussage spannend wird. Viel Spaß dabei! Und bis zum nächsten Film hier auf meinem YouTube-Kanal. Tschüss, bis dahin.